Ab November 2026 wird es ernst. Die Euro 7 kommt. Eine Frage beschäftigt viele Autofahrer, Sammler, Oldtimer-Enthusiasten. Wird damit der alte Verbrenner wertvoller? Denn während neue Autos immer stärker reguliert, digitalisiert und überwacht werden, wächst in vielen Menschen die Sehnsucht nach Fahrzeugen, die nach Auto klingen, die nach Mechanik riechen, die sich ehrlich anfühlen. Ein Mercedes W124, einen Porsche 944, einen BMW E30, ein Golf GTI, ein Mercedes R129 oder eine klassische Pagode. Alle diese Fahrzeuge müssen die Euro 7 nicht erfüllen. Und genau das könnte sie in Zukunft noch interessanter machen. In diesem Video schauen wir uns an, wen die Vorschrift wirklich betrifft, was da genau hintersteckt, was wichtig ist zu wissen für die Zukunft und ob alte Verbrenner tatsächlich wertvoller werden könnten. Was ist Euro 7 überhaupt? Die Euro 7 ist eine europäische Emissionsnorm. Da denken viele von euch an Abgaswerte, an Stickoxide und alles, was hinten aus dem Auspuff rauskommt. Aber die Euro 7 geht da deutlich weiter. Da geht es auch um Bremsstaub, da geht es um Reifenabrieb, da geht es um Batteriehaltbarkeit und wie die Emissionswerte über eine längere Zeit eingehalten werden. Die Euro 7 gilt für Benziner, Diesel und auch Elektrofahrzeuge. Die Euro 7 wird ab dem 29. November 2026 eingeführt und ab diesem Zeitpunkt müssen alle neu zugelassenen Fahrzeuge die neuen Emissionswerte erfüllen. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Sie gilt nicht rückwirkend. Das heißt, eure Youngtimer, Oldtimer brauchen diese Norm nicht erfüllen. Warum kann die Euro 7 alte Verbrenner trotzdem spannend machen? Auch wenn die Euro 7 die alten Autos nicht direkt betrifft, zeigt diese Vorschrift ganz klar, wohin die Reise geht. Die neuen Autos werden deutlich komplexer. Die Anforderungen an Abgas und auch an die Systeme, an die Reifen, an die Bremsen werden deutlich angehoben. Natürlich hat das Vorteile. Moderne Autos sind deutlich sicherer, effizienter und natürlich auch im Alltag oft sehr viel komfortabler. Aber es geht auch sehr viel verloren. Das Fahrgefühl, das mechanische Gefühl, der Klang, der Geruch, alles das bleibt für Autoenthusiasten auf der Strecke. Es geht auch das Gefühl verloren, hier wirklich noch ein Auto zu fahren und nicht nur ein digitales Mobilitätsgerät. Und genau hier kommt der gute alte Verbrenner ins Spiel. Denn je komplexer und regulierter die neuen Fahrzeuge sind, umso mehr entsteht bei manchen die Sehnsucht nach Fahrzeugen aus einer anderen Zeit. Es entsteht die Sehnsucht nach Autos, die man noch versteht, wenn man die Motorhaube aufmacht, dass man noch erkennt, was da alles drin ist, und nach Autos, die nicht unbedingt perfekt sind, aber Charakter haben. Werden Verbrenner jetzt automatisch wertvoller? Die spannende Frage, werden die alten Verbrenner jetzt plötzlich wertvoller? Meine ehrliche Antwort dazu ist nicht automatisch. Die Euro 7 ist kein magischer Schalter, den man umlegt und plötzlich werden die alten Fahrzeuge alle deutlich wertvoller. Ein ungepflegter Youngtimer mit Rost, fehlender Historie, Wartungsstau und auch sonst fragwürdigen Themen, die einem sofort ins Auge springen, wird nicht plötzlich zur Wertanlage. Der Wert eines Klassikers hängt weiterhin ganz stark vom Zustand, von der Historie, von der Laufleistung, von der Ausstattung, vom Motor und natürlich auch von der Nachfrage ab. Aber die Euro 7 kann ein zusätzlicher psychologischer Faktor werden, denn die Zeit des Verbrenners verändert sich. Und sobald etwas nicht mehr selbstverständlich ist, wird es oft begehrter. Früher waren das teilweise ungeliebte Gebrauchtwagen und heute sind es klassische Fahrzeuge. Und das nicht, weil sie objektiv besser geworden sind, sondern weil sich der Blick auf diese Fahrzeuge von uns verändert hat. Und genau das kann durch die Euro 7 noch verstärkt werden. Welche Autos könnten profitieren, wenn alte Verbrenner durch
diese Änderungen interessanter werden, dann betrifft es nicht alle Fahrzeuge gleich. Diese Fahrzeuge müssen 3 Dinge erfüllen. Das ist Emotionen, Fangemeinde und die Fahrbarkeit. Also es betrifft nicht irgendein altes Auto, sondern Fahrzeuge, die Menschen wirklich haben wollen. Zum Beispiel Mercedes W124 als Coupé oder als Cabrio mit großer Motorisierung. Die werden auf jeden Fall auch profitieren. Genauso wie ein Mercedes R129, damals, wo Mercedes noch qualitativ sehr, sehr hochwertig gearbeitet hat. Oder BMW-Modelle, E30 und so weiter, alle als Sechszylinder, auch die M-Modelle werden auch davon profitieren. Golf GTI, das sind alles Fahrzeuge, die werden auf jeden Fall davon profitieren, genauso wie ein Porsche 944, 968, 996, der sehr, sehr unterschätzt wurde. Und jetzt die Preisentwicklung, wir haben es auf den letzten Messen gesehen, von dem 997, auch die werden extrem davon profitieren. Da gibt es einige Modelle, die da durchaus interessant sein können. Aber natürlich gibt es auch andere Hersteller wie Audi, zum Beispiel dem Audi TT, erste Generation, oder bei Opel, Volvo, Saab, Alfa Romeo. Auch da gibt es viele schöne, interessante Klassiker, die es dann auf jeden Fall preislich ein Stück weit nach oben bewegen werden. Das sind alles Fahrzeuge, die Emotionen, Szene, Technik und Begehrlichkeiten verbinden. Vorsicht vor falscher Euphorie. Trotzdem muss man aufpassen. Es wäre jetzt falsch zu sagen, dass lauft und kauft euch alle einen alten Verbrenner. Es wird Fahrzeuge geben, die werden steigen, und es wird genauso Fahrzeuge geben, die bleiben stabil oder eben die Preise fallen. Das hängt von verschiedenen Themen ab. Ein günstiger Youngtimer kann sehr schnell sehr teuer werden. Das Ersatzteilversorgung ist ein großes Thema. Dann natürlich die Rostbeseitigung, wenn so ein Motor überholt werden muss, oder auch sonstige Themen an dem Fahrzeug einfach durch schlechten Service im Vorfeld jetzt schon derart geschädigt sind. Kauft nicht irgendein Auto, nur weil es billig ist. Kauft das richtige Fahrzeug. Lieber gebt ihr ein paar Euro mehr aus für einen guten Zustand, wie ein Fahrzeug, was euch nachher auffrisst, weil es im Vorfeld schon ein schlechter Zustand war. Meine persönliche Einschätzung ist, die Euro 7 wird nicht über Nacht Youngtimer oder Oldtimer deutlich teurer machen, aber sie wird bei vielen das bewusster machen, dass der klassische Verbrenner nicht mehr selbstverständlich ist. Ein klassischer Verbrenner ist dann nicht nur ein altes Auto, ist ein Stück automobiler Freiheit und auch der Gegenentwurf zu der kompletten digitalen Mobilität. Und deswegen glaube ich, die klassischen Youngtimer, Oldtimer werden weiterhin gefragt sein. Besonders Fahrzeuge, die emotional stark sind und solide und gepflegt, möglichst noch original, und wo viele Menschen sagen, boah, so einen wollte ich schon immer haben. So, jetzt interessiert mich eure Meinung. Glaubt ihr, dass die Euro 7 an den Preisen bei klassischen Fahrzeugen irgendwas ändert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses kurze Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Bleibt schön rostfrei. Euer Sven.